Spürst du Zigaretten, Dani? Spürst du Zigaretten? Wenn es einfach dein Tempo ist, dann ist ja gut, gell? Okay. Also eben, eigentlich schaffen wir das eine Minute, dass er in der Mitte bleibt. Ja, schon gut. Jawohl, geht ja. Komm rein! Michi! Okay. Du spielst mir Was? zu. Dann kannst du schiessen. Ja? Und gerade. Gut. Josef, mit Tempo. Ja? Ich habe richtig den Plausch und ich kriege immer mehr den Plausch. Und das macht mir auch nur Freude, um mit denen hier Fußball zu spielen. Am Abend, wenn man mal einmal in der Woche zusammenkommt und hier Fußball spielt. Ich finde es so lässig und die Kameradschaft ist auch sehr gut. Ja. Alle verstehen sich sehr gut miteinander und haben auch Freude, wenn eben ein Kollege und ich kommen, auch wenn wir jünger sind. Sie haben sehr Freude und wir haben auch Freude mitspielen. Du spielst sehr gerne. Ja, wenn nicht verletzt oder so. Ich trainiere und ich will spielen. Und hast du gute Freunde gefunden im Team, oder? Ja, ja. Der Sohn von Christian und Christian auch ist ein guter Trainer und Spieler. Und andere Spieler auch gut. Ich habe bei den Behinderten schon zweimal an die Olympiade gehen. Es gibt ja Paralympic und Special Olympiade. Und Paralympic, das sind die Körperbehinderten. Und Special Olympic, das sind die leicht geistig Behinderten. Das klingt jetzt blöd, aber ich weiss jetzt keinen anderen Ausdruck. In Alaska, dort, im ersten Mal, habe ich im Einzel eine Bronzemedaille geholt und im Paralaufen Vierter. Und in Japan im Einzel Gold und im Paralaufen Silber. Also es ist ganz lässig, sie mal international dürfen so starten. Oh ja, sie haben ja extra alles gebaut. Ja, jetzt wegen dem Rücken. Am besten tust du bald ein bisschen Salbe einstreichen. Wenn du erst in 2 Wochen wieder das Training, dass du wieder fit bist. Dann hebst du ein bisschen so. Ja? Ja, das wäre gut. Ja, ich gehe jetzt besser heim. Sonst mal eine Pause machen im Training, wenn es nicht geht. Ja? Und erst in 2 Wochen wieder. Ja? Ja. Aber danke fürs Kommen. Hey, danke. Ja, super. Gute Besserung. Gell? Danke für den Einsatz. Gell? Das ist auch noch nicht. Bis bald. Gell? Tschüss. Also, du kannst 5 Minuten ein bisschen laufen für dich, dass du ein bisschen warm bist. Weil der Marc ist nicht gerne gerannt vorher, habe ich gesehen. Einfach ein bisschen. Hä? Ist das jetzt nicht? Ich finde das wirklich, dass ja, eben die verschiedenen Niveaus, die verschiedenen Charaktere, ja, und wir sind eine glatte Truppe und ich muss sagen, es ist nicht immer einfach zu führen. Es ist eben teilweise Absagen kurz vor dem Turnierbeginn oder auch während dem Training muss ich immer ein bisschen schauen, dass es genug Leute dabei sind. Aber ja, der grösste Teil ist doch recht verbindlich. Dann kannst du es einladen, Ernst? Ja, es geht schon ein bisschen um Struktur, ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen, miteinander Spass haben. Wir gehen ja nach dem Training oder nach dem Match auch noch ins Restaurant eins trinken. Und einfach als Gruppe, ja, so als Gruppe fühlen und ja, eine Gemeinschaft, die durch dick und dünn geht. Steven, Kollege von Marc. Der Marc kommt jetzt her gerade. Ivan. Es fällt mir schwer, auch die einfachsten Sachen zu sagen. Und unter anderem wegen Autismus oder auch mit Reden kann ich nicht allzu gut auch durch das.
Ja, aber es ist einfach, wenn ich kürzlich mal war in einem Land, wo eine andere Sprache redet, wie Tschechien, dort ist mir eigentlich weder mehr noch weniger schwer gefallen, jetzt nur die einfachsten Sachen zu sagen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, da. Also willst du eigentlich lieber einen Text schreiben? Ja, schon. Ja. Ich begann im Jahr 2006 für den FC Surprise Zürich Fußball zu spielen, weil ich nicht nur über Fußball reden, sondern es auch selber spielen wollte. Der Fußball von Surprise sollte dazu dienen, Kontakt zu finden und nicht zu dick zu werden. Wir spielen gegen andere Institutionen wie Gassenküchen, Asylunterkünfte, kirchliche Kreise und Straßenmagazinverkäufer. Wir haben damit eine eigene Fußballliga und eine Nationalmannschaft. Der Ehrgeiz, die Turnierspiele zu gewinnen, ist da, aber wichtig sind das Dabeisein und die Fairness. Also jeder noch einmal, komm. Wir müssen noch ein paar rein, hä? Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das muss auch nicht. So, bei der Familie läuft auch nicht immer alles. Ja, gibt auch mal gibt auch mal ein bisschen Konflikt zwischen ihnen. Das gehört einfach dazu, da muss man das einfach wegstecken und miteinander ein bisschen mehr reden. Dann kommt das auch gut. Kannst du dich noch spielen, komm? Bin frei, Dani. Dani ist uns, hä? Bravo, Dani, bravo! Jawohl, gut, Heini. Hast du dann einen IV? Ja, ich habe eine IV, ja. Weil ich gross gewachsen bin und mit dem Rücken ein bisschen Probleme habe, habe ich die IV bekommen. Aber du kannst gleich shooten, obwohl du Ja, ich kann gut shooten. Ja. Mal shooten merke ich nicht. Also, ja. Ich bin zwar nicht der Schnellste, aber ja, shooten geht schon. Hey, also, stoßen wir aufs Turnier am Sonntag an, ja? Und aufs letzte Abschlusstraining auch noch. Schaust du, dass der Marc ein bisschen fit ist am Sonntag? Er hat sich echt ein bisschen im Boden reingehauen. Du musst halt das nächste Mal nicht im Boden reinschuten. Du musst den Bullen shooten, nicht den Boden. Hat das der Papi Sibi nicht gelernt? Habe ich etwas verpasst? Nein. Schön, Mann! Noch 10 Sekunden. Nehmen Sie den Holger an. Sind näher dran. Wie ist das erste Spiel ausgegangen? Es ist blöd ausgegangen, 3-2 verloren. Und dann kriege ich beim 1-0 so einen blöden Rückpass, den ich nicht heben kann. Für mich ist es saublöd, aber so ist das Spiel. Und wir verlieren mit der Mannschaft, wir gewinnen mit der Mannschaft. Aber es war ein fairer Match. Wir haben sehr viele Chancen liegen lassen, was nicht hätte sein sollen. Das Spiel darf man nicht verlieren, mindestens unentschieden, eher gewinnen sogar. Dass wir verlieren, ist ärgerlich, aber es sind ja noch mehr Spiele. Wie lange hast du gespielt beim FC Surprise? 18 Jahre. Bis 2020. Am 22. August war mein letztes Turnier im Helvetiaplatz. Und wieso kannst du nicht mehr spielen? Ich hatte eine Operation im November
2,20 und es wird nicht mehr ganz gut. Ich kann zwar 6 bis 7 Stunden verkaufen pro Tag. Heftli? Jawohl. Und kann das, was ich brauche, zum Einzahlen, schaffe ich eigentlich mit der Hälfte. Also du bist knapp bei Geld? Nein, will ich nicht sagen. Ich habe eine eigene Wohnung, die ich selber zahle. Ich habe das GEA, das ich selber zahle. Ich zahle die Krankenkasse selber. Und es bleibt mir doch ein bisschen etwas vor. Ich esse relativ recht gut, aber ich nehme leider nichts zu. Gut, Dani, gut gewesen! Schon gut! Ja, alles gut! Gut, Hein! Jawohl, Wechsel! Gut! Und hinten ist gut gesehen! Schön! Jetzt mal, komm! Ja! Schön! Jawohl! Gut! Jetzt weiter, ist gut so! Jawohl! Jetzt schauen wir mal! Jawohl! 4-4, aber jetzt rein! Konsequent, ja? Gute Aufholjagd! Jawohl! Super! Super gespielt! Bravo! Schön! Super! Er braucht aber den letzten Match. Das war jetzt super gewesen. Viel? Super! Ja. Gut gewesen, Mann. So wollen wir es, genau so. Im letzten Wand noch gewinnen. Ja, noch im letzten Druck. Noch einmal einen vollen Anlauf und dann tschüss zusammen. Oder miteinander haben uns gefreut, die Türen zugeschützt. Unser Team ist super, nur ich bin eine Flasche. Nein, Ich gebe eine Flasche schon. das ist nicht wahr. Aber gut, dass du dich selber gut einschätzen kannst. Ja, sie haben den Dings aber schon ein bisschen rausgenommen, weißt, den Druck, oder weißt, so ein bisschen, es ist dann teilweise, die im Finale sind, ist sehr ehrgeizig geworden. Weißt, die dann zweimal unbedingt gewinnen und sind aufeinander los im Finale. Und darum haben sie gesagt, es geht wirklich ein bisschen um Plauschen. Und, ja. Früher haben sie immer noch, eigentlich der wichtigste haben sie immer gesagt, es ist Fairplay-Wertung. Aber das ist jetzt für mich nicht die wichtigste Trophäe. Also, man kann jetzt nicht shooten zum Fairplay gewinnen. Also, das ist mir, ja. Aber eben, es ist schon gut, wenn man aufeinander aufpasst, weil es ist doch recht gefährlich. Es ist meist auf dem Asphalt und die Banden reintatschen und so. Es ist gut, wenn es keine Verletzungen gibt. Die habe ich überbekommen. Heini, am letzten Turnier, du bist wirklich sackstark gewesen. So ein Seich mit Hindern spielen, sorry, das darfst du gar nicht machen. Der Rudi hat das Gleiche gesagt, das hast du gar nicht können machen. Da bist du so gewesen. Und der kann einfach schiessen, einfach flache Ecken schiessen. Sorry, das kannst du nicht machen. Nein, aber einer hat ja auch Blöde gekriegt, wo ich den Ecke nicht sauber Es sind alle blöd gewesen, aber alle nicht stehblöd.
Und ich weiss, was ich besser machen kann. Ich war zufrieden. Was hätte ich anders machen können? Ich hatte einfach Pech gehabt, dass der Ball nicht einmal reingerollt ist. Also 4-mal aufs Goal schiessen und einfach nur mal töpfen ins Goal ist einfach... Hey, da kannst du sagen, das ist verhext. Ja. Ja, das ist gut, jetzt! Und mit dem Tempo... Ja, so ist besser, ja, gerade schiessen. Gut. Geh ein bisschen weiter zurück. Ja. So. Gut, Josef. Gut, Josef. Und hast du in der Schweiz Arbeit gefunden? Nie gefunden, nur diese Surprise Straßenmagazin, Verkäufer. Und davon kannst du leben? Ja, aber nicht genug. Ja. Manchmal gut arbeiten mit Magazinen, manchmal nicht so gut. Dann das ist nicht Festarbeit. Du bist gewohnt, mit wenig Geld zu leben. Wirklich knapp. Knapp, ja. Der Rudi jetzt eben nicht gut. Ja, wegen dem Fuß, hä? Ja, auch. Ja. Und auch ein bisschen psychisch habe ich das Gefühl, hat er eben auch noch ein bisschen Problem. Und dann hat er noch das Handy verloren, gell? Schon mehr als eine Woche kein Handy mehr. Das geht ihm auch zu schaffen. Als erstes wollen wir beginnen mit einer Verabschiedung, die Verabschiedung von Michael. Michael ist seit 2006 bei Surplis Zürich dabei, war 2017 am Homeless World Cup in Oslo dabei und wendet jetzt nun seine Karriere im Straßenfußball. Ich bitte um einen Applaus für Michael und seine Karriere. Genau, okay. Jawohl, jetzt Michi. Ja, tschüss. Gut. Lass. Gut, Heini. Hey! Stutz. Ja, aber schon nicht. Warte. Hey! Das ist auch Nationalmannschaft. Ja, das ist Nationalmannschaft. Das ist wer der Käse? Daniel. Dani Lehmann. Ja, Dani. Das ist der Andi Staub. Ja, das ist Josef. Das ist der Josef. Das ist der Amanuel, der mitgespielt hat. Ja, da weiss ich nicht, wer das ist. Da ist... Bei der Nationalmannschaft war ich im Jahr 2017. Zuerst machten wir ein Trainingslager in Huttwil. Dort musste ich einmal meinen Zimmernachbarn wecken. Das vergesse ich nie, wie ich mit Besen und Wasser probiert habe, ihn wach zu bringen und er trotzdem weiter schlief. Der Homeless World Cup in Oslo begann mit einem Marsch aller Teams durch die Stadt. Ich lief zuvorderst mit der Schweizer Fahne. Wir landeten auf Platz 20. Ich war in der bis dahin stärksten Nationalmannschaft der Schweiz. Ich habe früher, seit ich 12 bin, Fußball gespielt, zum Teil auch noch im Leistungssport und habe aber jetzt seit einer Zeit nicht mehr spielen aufgrund von einem Geburtsgebrechen in der Hüfte.
Was ist denn das für ein Geburtsgebrechen? Es ist, mit der Hüftstellung ist weh falsch und durch das hat es jetzt wie Anfang Abschabungen gegeben und es geht Richtung Arthrose. Und durch das mag ich wie einfach wirklich auch nicht mehr richtig Sport machen und durch das habe ich auch den Fußball aufgeben eigentlich. Und ich bin jetzt gespannt, wie es geht mit dem Spiel. Das Training ist einigermaßen gut gegangen, von den Schmerzen her, aber es ist halt doch, ich spüre es im Alltag, ich spüre es auch beim Sport logischerweise und je nachdem, wenn ich gerade zu Weg bin, mehr oder weniger. What the fuck ist passiert? Hinten? Hey, wo bist du? Hinten? Hinten, ja, hinten. Ich bin aufgeschluckt. Ah, dort hat es mich voll umgehauen. Aufpassen, konzentrieren. Du musst aber es geht. Super. Na, fast, Dani! War super gewesen, Dani. Hey, krass gespielt, Dani. Zum einen spielen wir Fußball und zum anderen ist man auch einfach irgendwie zusammen und hat Teil und jeder versteht sich und lässt allen Räumen je nach Bedürfnis und das ist ja das Schöne daran bei Surprise, dass wir uns so nehmen, wie wir sind. Fast. Versuch noch die Knie. Ja. Wenn ich den Fuß nicht lücke, Ja, ja. Anfangs 2. Klasse habe ich epileptische Anfälle gekriegt. Und mit 4 habe ich einen Lastwagenunfall gesehen, wo ich eigentlich Zeuge war, wo ein Bub vom Leiterweg runtergefallen ist und unter das Zwillingsrad kam. Und wir vermutet, dass ich die ersten epileptischen Anfälle Anfangs 2. Klasse hatte, dass das wie ein Schock eigentlich ausgelöst hat. Und wir können es nicht beweisen, aber die Ärzte sagen heute noch, dass kam zu 99%, dass das von dort kommt. Versuchen jetzt mal zuerst das Goaltyp für die ersten 1-2 Schüsse. Fast. Einfach das Goaltyp von dort. Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn du IV hast und du willst gut verdienen, dann tust du jeden Fünfer ausrechnen, was du verdienen darfst. Da wird auf den Fünfer genau ausgerechnet. Das heisst, du bist da recht gewöhnt, jetzt mit sehr wenig Geld zu leben, oder? Ja, das bin ich, ja. Den letzten Lohn, den ich jetzt hatte, darf man fast nicht sagen, von 60% arbeiten. Ein Lohn von 800 Franken. Das ist wenig. Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Und immer in die Knie rein, gell? Obdachlos, sagt jeder. Oh, das ist eine schwierige Situation. Ich habe zum Beispiel im Tiefenbrunnen im Sommer geschlafen, im schönen Wetter. Und mir hat es gefallen. Natürlich ist es schwieriger beim schlechten Wetter. Dann habe ich richtig Hönk geschlafen, wo Gärtnerei ist. Und dort hat es ein Dach und dort habe ich eigentlich geschlafen.
Und wie lange hat das ungefähr gedauert? 7,5 Jahre, als ich draußen geschlafen habe. Ich hatte eine schöne Zeit. Ich will sie nicht missen. Ich habe viel. Wenn ich so Schulprojekte mache, kann ich viel über das erzählen. Was habe ich? Ich habe den Davosersee. Dort hat es einen kleinen bisschen Stein. Dort sitze ich ab, habe mein Blöckchen. 6 Sachen schreibe ich auf, gute und schlechte. Und was ich will verbessern. Und mache auf dem Stein oben mein Mittagsschläfchen. Ja. Schön gewesen. Sie sind bei uns sehr gut integriert. Sie sind auch vielleicht ein bisschen anders in die Gesellschaft eingebunden teilweise. Aber ich finde jetzt eigentlich nicht, dass sie so am Rand sind. Also, habe ich jetzt das Gefühl, also, wie ich auch sie mit die verschiedenen Individuen erlebe. Und ja, ist jeder ein bisschen anders unterwegs, aber das macht es auch spannend. Los Marius! Schießen! Jawohl! Das? Hey! Sandro! Wir brechen die Übung ab. Nein! Doch! Nein! Das geht nicht. Bringt es nicht mehr jetzt. Du entschuldigst, gut. Also, gut, zum guten Turnier in Zürich und auf die weitere Saison, hä? Super. Hallo. Ja, das ist schon gut. Salut. 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 Cheers. Alles gut. Alles gut.